Ich heiße Anna und arbeite als persönliche Assistentin des Vizepräsidenten einer großen internationalen Firma. Ich möchte euch heute einen typischen Tag in meinem Leben erzählen. Vielleicht habt ihr ja Lust, mehr über meinen Job zu erfahren. Also, los geht's. Mein Tag beginnt meistens um 7 Uhr morgens. Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und lese kurz die Nachrichten. Danach ziehe ich mich an und mache mich auf den Weg ins Büro. Ich arbeite im 20. Stock eines riesigen Bürogebäudes in der Stadt. Der Blick aus unserem Büro ist atemberaubend. Um 8:30 Uhr komme ich ins Büro. Zuerst checke ich die E-Mails von meinem Chef, Herrn Müller. Er ist der Vizepräsident der Firma und hat immer einen vollen Terminkalender. Es ist meine Aufgabe, seine Termine zu organisieren und sicherzustellen, dass er nichts vergisst. Heute habe ich sofort eine wichtige Aufgabe: ein Meeting mit Geschäftspartnern aus Japan vorbereiten. Ich kümmere mich um die Technik, bereite die Präsentationen vor und sorge dafür, dass der Konferenzraum sauber und ordentlich ist. Herr Müller ist sehr pingelig, was Ordnung angeht. Um 10 Uhr beginnt das Meeting. Während Herr Müller mit den Partnern spricht, sitze ich draußen und beantworte Anrufe. Manchmal rufen wichtige Leute an, und ich muss die Nachrichten sofort weiterleiten. Heute hat der CEO aus den USA angerufen. Ich war ein bisschen nervös, aber alles ist gut gelaufen. Nach dem Meeting hat Herr Müller eine kleine Pause. Wir gehen in die Kantine und holen uns einen Kaffee. Herr Müller erzählt mir von seiner letzten Geschäftsreise nach Singapur. Es klingt spannend, aber auch sehr anstrengend. Ich bin froh, dass ich nicht so viel reisen muss. Zurück im Büro bearbeite ich die Post und organisiere die Unterlagen für die nächsten Meetings. Herr Müller ist sehr beschäftigt, aber ich liebe es, ihm zu helfen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn alles reibungslos läuft. Am Nachmittag haben wir ein lustiges Erlebnis. Eine wichtige Videokonferenz mit dem Londoner Büro steht an, aber das Internet funktioniert nicht. Herr Müller wird nervös, aber ich bleibe ruhig. Ich rufe den IT-Support an, und nach ein paar Minuten ist das Problem gelöst. Herr Müller ist erleichtert und bedankt sich bei mir. Um 17 Uhr ist mein Arbeitstag fast zu Ende. Ich schreibe noch einige E-Mails und plane den nächsten Tag. Bevor ich gehe ich noch einmal alle Termine für morgen durch und stelle sicher, dass alles vorbereitet ist. Um 18 Uhr verlasse ich das Büro und fahre nach Hause. Manchmal bin ich sehr müde, aber ich liebe meinen Job. Es ist spannend, jeden Tag etwas Neues zu erleben und so viele interessante Menschen zu treffen. Zu Hause koche ich mir ein einfaches Abendessen und entspanne mich mit einem guten Buch oder einem Film. Heute schaue ich eine lustige Komödie, um den Tag fröhlich ausklingen zu lassen. Mein Job als persönliche Assistentin des Vizepräsidenten einer großen Firma ist manchmal stressig, aber meistens macht er mir viel Spaß. Ich lerne viel, und es gibt immer etwas zu tun. Vielleicht habt ihr jetzt einen kleinen Einblick in mein Leben bekommen. Danke, dass ihr zugehört habt. Gute Nacht und bis bald. Und jetzt habe ich für dich ein paar Fragen vorbereitet.
mit denen du dein Hörverständnis testen kannst. Los geht's. Was ist Annas erste Aufgabe, wenn sie im Büro ankommt? Sie macht sich einen Kaffee. Sie bereitet ein Meeting vor. Sie checkt die E-Mails von Herrn Müller. Sie räumt den Konferenzraum auf. Sie checkt die E-Mails von Herrn Müller. Mit welchen Geschäftspartnern hat Herr Müller am Morgen ein Meeting? Mit Partnern aus den USA? Mit Partnern aus Japan? Mit Partnern aus Singapur? Mit Partnern aus London? Mit Partnern aus Japan? Warum ist Anna während des Meetings nervös? Weil das Internet nicht funktioniert. Weil der CEO aus den USA anruft. Weil sie eine Präsentation halten muss. Weil sie wichtige Anrufe beantworten muss. Weil der CEO aus den USA anruft. Was machen Anna und Herr Müller während der Pause? Sie essen zu Mittag. Sie gehen spazieren. Sie holen sich einen Kaffee in der Kantine. Sie bereiten das nächste Meeting vor. Sie holen sich einen Kaffee in der Kantine. Welches Problem tritt am Nachmittag auf? Das Meeting wird abgesagt. Der Konferenzraum ist nicht sauber. Das Internet funktioniert nicht. Herr Müller vergisst seine Termine. Das Internet funktioniert nicht. Wie löst Anna das Problem mit dem Internet? Sie ruft den IT-Support an. Sie startet den Computer neu. Sie verschiebt die Videokonferenz. Sie benutzt ihr Handy als Hotspot. Sie ruft den IT-Support an. Was macht Anna, um sich nach der Arbeit zu entspannen? Sie trifft sich mit Freunden. Sie liest ein Buch oder schaut einen Film. Sie geht ins Fitnessstudio. Sie arbeitet weiter zu Hause. Sie liest ein Buch oder schaut einen Film. Wie fühlt sich Anna bei ihrem Job? Sie liebt ihren Job, obwohl er manchmal stressig ist, weil er spannend ist und sie jeden Tag etwas Neues erlebt. Was erzählt Herr Müller Anna während ihrer Kaffeepause? Er erzählt ihr von seiner letzten Geschäftsreise nach Singapur.